Hallo! Heute nehmen wir euch mit auf die wunderschönste Asphaltstrecke in Südamerika, die wir bislang gefahren sind. Die heißt Paso Jama. Die startet in San Pedro de Atacama in Chile, führt dann über die Landesgrenze von Chile nach Argentinien und endet in der nächsten Stadt Susques in Argentinien. Das sind knappe 300 Kilometer ohne Tankstelle oder irgendwas dazwischen. Nein, das stimmt nicht. Ganz an der Grenze gibt es eine Tankstelle. Das wussten wir aber nicht. Von Susques aus sind wir dann noch weitergefahren nach San Antonio de los Cobres, aber dazu später mehr. Jetzt geht's erstmal los in der Wüste Atacama in Chile. Hier haben wir gerade San Pedro de Atacama verlassen und es ist noch richtig herrlich warm. Danach geht es 2000 Meter direkt in die Höhe und da wird es dann auch ziemlich kühl. Und jetzt lässt Fred seinen Gepäckturm kontrollieren, ob er noch immer gerade ist. Ja, er ist noch gerade, also können wir getrost in die Berge fahren. Kurz nach diesem Vorzeigevulkan, der wirklich wie aus dem Bilderbuch ist, geht es dann, wenn man links abbiegt, direkt wieder zurück nach Bolivien, wenn man das möchte. Da kann man alles machen, den kompletten Grenzübergang. Dann kommt man raus in dem Nationalpark im Süden Boliviens, den wir ja schon so gerne mal befahren wollten, weil da nämlich die Lagunenstrecke durchführt. Und wenn man die bis zum Ende fährt, dann kommt man genau an dieser Stelle raus. Das haben wir uns näher angeschaut und später, 2 Wochen später, sollten Nico und ich tatsächlich es schaffen und diese Lagunenstrecke bis zum Ende durchfahren. Aber dieses Mal geht's über den Paso Jama nach Argentinien und weiter auf der Asphaltstraße mit der schönsten Aussicht, die man sich vorstellen kann. Und wie man sehen kann, hatten wir herrlichstes Wetter und unglaublich Glück. Und dazu kam noch dieses herrliche Wolkenspiel und die Schatten auf den Bergen. Zum Thema Berge. Ich habe da rechts einen Weg auf einen Berggipfel hochgesehen. Und dann habe ich natürlich auf meiner App nachgeschaut und gesehen, dass da oben ein Observatorium zum Sternegucken ist. Und das war auf über 5000 Metern Höhe. Leider haben wir es an dem Tag nicht in die Hände genommen und sind da einfach mal spontan hochgefahren, wobei ich glaube, das wäre auch gar nicht erlaubt gewesen. Das war bestimmt eine private Zugangsstraße. Aber gereizt hätte es mich schon. Diese Straße wurde wahrscheinlich nur asphaltiert, damit diese ganzen LKWs und Autotransporter hier entlangfahren können. Und einige davon bleiben stehen oder manche brennen aus oder bleiben als Wrack am Straßenrand übrig. Ja, und das war einer davon. Und auf dieser Strecke sieht man solche Unfälle immer und immer wieder. Und hier haben wir bei einer Aussichtsplattform gehalten, um zu essen und natürlich Fotos zu machen. Aber da ich gerade einen Fuchs entdeckt hatte, wollte ich ihn natürlich filmen. Der war ganz entspannt und schien nach Essen zu suchen. Und dass ich ihn filme, hat ihn anscheinend auch nicht weiter gestört. Und auch die Chilenen haben Sinn für Humor, denn auf dem Schild steht, hier darf nicht gegessen werden. Das weiß der Fuchs wohl nicht. Und auch der Fahrer einer Touristenschleuder, die kurz danach ankam, wusste das nicht, denn er hat ein riesiges Buffet für seine Kundschaft ausgebreitet. Ja, vielleicht wusste es der Fahrer nicht, aber vielleicht hat er das Schild auch einfach ignoriert. Und zugegebenermaßen bei dem Buffet hätte ich auch gerne zugeschlagen. Und da läuft der Fuchs davon.
Also, die wussten auch nicht, dass man da nicht essen darf. Ja, und in dieser Landschaft, da wünscht man sich einfach 10 Grad mehr und einen unendlichen Tank, dass man in diese ganzen kleinen Täler und Hügelchen und diese kleinen Wege, die man links und rechts sehen kann, dass man die einfach alle mal abfahren kann. Aber auch so haben wir diese Landschaft in vollen Zügen genossen und in uns aufgesaugt. Hier auf der linken Seite kommt schon die nächste Lagune. Die ist so schön, dass sie einen Namen bekommen hat, die Laguna Tara. Die Berge im Wasser, wenn du das... Faszinierend. Und schon stehen wir wieder staunend an einem anderen Aussichtspunkt und genießen und machen herrliche Fotos. Die Lagune und der Salzsee Loyokes und Kiskiro. Und an dieser Grenze habe ich bei der Einreise nach Argentinien keinen Einreisestempel in meinen Pass bekommen, obwohl ich danach gefragt habe. Da hieß es dann aber, nein, das machen wir nie. Und natürlich gab es dann bei der Ausreise Probleme, weil wir alle 3 nicht ordentlich ins System eingetragen worden sind. Hier sind wir schon auf der Weiterfahrt nach der Grenze und in der Ferne sieht man die ganzen Gewitterwolken, die sich nach und nach so zusammengebraut haben, dass die Grenze einige Stunden nach uns geschlossen wurde. Wir hatten allerdings Glück und kamen bis zu unserem nächsten Halt trocken durch. Und jetzt schaut euch diese herrliche Gewitterwolke an. Schön, sie von Ferne zu sehen und nicht drinnen zu stecken. Und der hat den Bus verpasst. Denn so wie es aussieht, hängt er da schon ziemlich lange rum. Zum Glück ist das der Blick zurück und nicht in Fahrtrichtung, denn da wären wir sehr ungern reingekommen. Aber als Bild herrlich.
Diese Gaststätte und Unterkunft ist bekannt unter den ganzen Südamerika-Reisenden. Die heißt Pastos Chicos und ist bei Susques. An der Tankstelle gibt es manchmal Benzin, manchmal auch nicht, aber in der nahegelegenen Stadt Susques, da gibt es immer Benzin. Zum Glück durften Nico und ich draußen unter dem Parkplatzdach schlafen. Da sind wir trocken geblieben und es wurde auch nicht ganz so kalt. Das Zimmer drin war uns ein bisschen zu teuer. Aber der Zeltplatz war kostenlos und die Sanitäranlagen durften wir auch kostenlos benutzen. Und da sind wir nochmal rasend schnell rüber nach Susques gefahren, um noch schnell etwas Wasser und was zu essen einzukaufen, bevor das Unwetter dann niedergekommen ist. Boah! Zelt aufgebaut, gefuttert und schlafen gegangen. Und was man hier sieht, ist die Ruta 40, ein kleines Teilstück, nämlich das von Susques nach San Antonio de los Cobres. Und das sind wir an diesem Tag gefahren. Und direkt hinter Pastos Chicos geht es auf die Ruta 40, die hier noch ein Erdweg ist. Und wir hatten herrliches Wetter und richtig gute Laune. Ja. Nico und ich fahren diesen Teilabschnitt der Ruta 40 jetzt schon zum 3. Mal. Aber Fred, der fährt sie zum ersten Mal und das war ein großer Traum von ihm, einmal die Ruta 40 zu fahren und der hat sich jetzt ganz besonders gefreut. Und das ist eine der 2 Ortschaften, durch die man auf dieser Strecke kommt. Das ist Huancar und später kommt noch Puesto Say, wo man sehr günstig und gut übernachten kann. Zumindest wurde uns das erzählt. Und an diesen Teil der Strecke haben Nico und ich ganz besondere Erinnerungen. Hier waren wir das erste Mal auf Zeltplatzsuche auf über 4000 Metern. Das wussten wir aber damals nicht. Wir haben einen wunderschönen Platz gefunden und sind in der Nacht das erste Mal höhenkrank geworden. Das ist 3 Jahre her. Aber die Aussicht war top. Das war ja jetzt ein bisschen bescheuert. Ah, das Schaf ist ja gesprungen. Und wir werden dort wieder. Du fällst ja fast auf die Fresse. Hier fahren wir jetzt in ein wunderschönes Tal hinein, in dem riesige Steinbrocken rumliegen. Und stellt euch mal vor, wie das donnern muss, wenn die runtergeflogen kommen.
Gott sei Dank hat Fred diesen Stein aufgehalten, damit ich ein schönes Foto mit Petra machen konnte. Die Kämen mit so Trägheit, dass sie so schwer sind. Wahnsinnstempo. Ja. Füße hoch durch. Eingesperrter Stein. Da war bestimmt fies zu den anderen. Füße öffnen. Los, lauf, lauf, lauf. Und hier kann man in dem warmen Thermalwasser baden gehen. Das Wasser ist ja durch die ganzen Vulkane von alleine warm, aber dieser Windschutz ist bestimmt ganz angenehm. Kurz darauf haben wir noch einen kurzen Plausch mit diesen 3 argentinischen Motorradfahrern gehalten. Hola, ¿qué tal? Ah, Botsch. Die kamen von San Antonio de los Cobres und davor von Tola Grande. Da wollten wir auch noch hin. Denen ging's gut und die Strecke war in Ordnung. Ahora venimos de San Antonio, pero nosotros venimos de Antofagasta, la Sierra. Hicimos Antofagasta, Tolar Grande, San Antonio de los Cobres. Und wie man sehen kann, kann man auch diese Strecken mit einem normalen Motorrad fahren. Vorausgesetzt, man kommt mit dem Untergrund klar. Honda Twister. Wie cool. Von wo waren Sie? Argentinien. Okay, cool. Aber total nett, umgänglich. Die genießen es auch, hier durchzufahren. An diesem Tag war da richtig viel los, verhältnismäßig. Also da waren die Motorradfahrer, da waren die beiden Fahrradfahrer und da waren auch Wanderer unterwegs. Grün, du. Ja, wenn so ein, hast du gesehen? Links, hast du nicht gesehen? Lief so eine, der jetzt vorbei. Nee, nur so ein Hamster lief da entlang. Das ist anstrengend. Ja, das war natürlich sehr anstrengend auf der Höhe und mit dem Motorradhelm auf. Aber ich hatte da einen Minenschacht entdeckt und den wollte ich mir total gerne mal aus der Nähe angucken. Da ist der Schacht und der wurde sogar schon einmal zugemauert und offensichtlich wieder aufgemacht. Da ist schon die Brücke hier. Das ist die bekannte Brücke mit dem Wolkenzug, die so gerne als Fotomotiv benutzt wird. Die Brücke heißt Polvorilla und der Zug heißt Tren de las Nubes. Ich weiß nur nicht, ob der so heißt, weil der so hoch fährt, wie die Wolken sind, oder weil der selber so viele Rauchwölkchen macht. Na dann, auf wie geht's, hoch!
Lama wie ein Löwe und eine kleine Eisenbahn. Und wie hätte es auch anders sein können? Natürlich wurde ich von Petra gezwungen, da hinauf zu kraxeln, nur Fred konnte sich diesem Zwang entziehen. Aber es war schön. Und da fahren wir die letzten Kilometer weiter nach San Antonio de los Cobres. Eigentlich wollten wir dann noch gerne über den Abra del Acay, einen sehr hohen Pass, aber das Wetter sah gar nicht gut aus, sodass wir kurzerhand einfach in San Antonio übernachtet haben. Und zwar, wie uns die Polizei empfohlen hat, mitten auf dem Marktplatz. Also haben wir unsere Zelte aufgebaut, ein paar Meter weiter waren die Sanitäranlagen, sehr sauber und ordentlich, und nebendran zog noch ein kleines Flüsschen vorbei. Trotz des speziellen Platzes direkt hinter der Kirche, zentral im Dorf, haben wir eine ziemlich gute Nacht gehabt. Es war recht kalt, bei Fred hat es leider ins Zelt getropft, als der Regen reinkam, aber wir haben gut geschlafen. Und das, obwohl es Wochenende war und so viele Leute vorbeikamen. Ja, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Im nächsten Video fahren wir dann tatsächlich über den Abra del Acay, einen der höchsten Pässe Südamerikas. Bis dahin sagen wir Tschüss!